Hallo liebe Freunde, ich lade euch ein, mit mir den jüdischen Friedhof zu besuchen. Ich warte auf die Straßenbahn Nummer 5 und dann fahren wir zusammen bis zum jüdischen Friedhof. Zum Glück befindet er sich nicht weit von meinem Bezirk, wo ich wohne. Bleibt gerne dran. So liebe Freunde, ich bin in die Straßenbahn eingestiegen, Nummer 5. Jetzt geht's los. Also ich bin fast vor Ort. Meine Haltestelle heißt Transportnahe. Hier gibt es ein Kaufhaus, wo chinesische Autos verkauft werden. Aber das ist kein Ziel von mir für heute. Ich gehe weiter zum jüdischen Friedhof. Bleibt gerne dran. Ja, ich bin vor Ort. Das ist der jüdische Friedhof. Laufe jetzt zum Eingang. Ja, hier ist ein kleiner Eingang. Mal schauen, was hier los ist. Es herrscht hier Ruhe. Nur die Lage nah bei der Autostraße ist ein Nachteil. Es ist laut wegen den Autos. Ja, ich laufe hier jetzt durch die Reihen, gucken, welche Gräber hier stehen und lesen zusammen die Namen. Das ist ein alter jüdischer Friedhof. Soweit ich weiß, werden die Menschen hier nicht mehr begraben. Hier ist die Geschichte des Friedhofs auf Englisch. Ich weiß, in Deutschland leben viele Juden. Vermutlich kann dieses Video auch in Deutschland ein Interesse finden. Und ja, einige Familiennamen klingen wie die deutschen Familiennamen, zum Beispiel Kaminer, Rosenberg, Milner, Tennenbaum. So, ich laufe jetzt weiter. Ich war hier vor vielen Jahren und jetzt beschloss ich wieder hier vorbeizuschauen. Einige bekannte Persönlichkeiten sind hier begraben, die in Irkutsk gelebt haben und für die Stadt gute Arbeit geleistet haben. Auch einige Kaufleute von früher, aus Zarenzeiten, liegen hier begraben. Ginsburg, Borja, 13 Jahre gelebt. Ja, ich laufe hier durch.
Es gibt auch Gräber mit jüdischer Schrift. Hier ist ein interessantes Grab, umgezäunt. Solomon Iosifowitsch Rosenkranz, verstorben am 8. Januar 1949. Ja, hier auf dem Friedhof kann man die Geschichte der Stadt auch teilweise lernen. Berühmte Personen liegen hier. Noch ein Grab in Form eines Baums ohne Ästen. Iuda Solomonowitsch Scher. Ich drehe mich um und gehe zurück. So, mein Eindruck ist, diese Gräber in Form eines Baums ohne Ästen waren die Menschen ohne Kinder. Levitin Wladimir Israelewitsch. Sadowitsch Solomon Abramowitsch. Warszawer Abram Schliomowitsch. Emma Ginsburg aus Riga, verstorben am 2. November 1942. Das ist ein altes Grab. Anatolij Saweljewitsch Sinitsky, gestorben am 9. Juni 1924. In der Nähe daneben zum Friedhof befindet sich auch
Park, eine Gedenkstätte gewidmet den gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ich laufe jetzt bis dahin. Viele Menschen starben kurz vor dem Krieg oder während des Krieges. Für jüdische Gemeinde im Ausland wäre ein Besuch auf diesem Friedhof vermutlich interessant. Das ist die Karte des Friedhofs. Man kann sehen, welche bekannte Persönlichkeiten der Stadt hier begraben sind. Ich mache jetzt Schluss hier auf dem Friedhof und laufe weiter. Neben dem jüdischen Friedhof befindet sich der russische Friedhof, gewidmet den sowjetischen Soldaten, gefallen im Zweiten Weltkrieg. Das ist so ein Park, eine Gedenkstätte. Ich laufe jetzt hin. Bleibt gerne dran. Jetzt bin ich im Park. Das ist teilweise ein Friedhof sowie eine Gedenkstätte. Heute sehe ich hier einige Menschen spazieren. Ja, heute ist der Siegestag in Russland. Ich mache jetzt einige Aufnahmen hier. Das ist auch ein großer Friedhof. Da drüben weiter gibt es noch mehr Gräber der sowjetischen Soldaten. Also, liebe Freunde, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.